Bobby, it's your favorite president. I forgive you, Bobby, for being such a loser about the election. It's not your fault you were born with a low IQ. It's not your fault, Bobby. Believe me. Bobby, your favorite president won. Kamala lost. She lost so strongly. You were wrong. Robert De Niro hat gerade einen gewöhnlichen New Yorker Bürgersteig in Meet the Mayor Live and Unhinged verwandelt. Einen Moment lang kümmert er sich um seine Angelegenheiten. Im nächsten Moment greift ihn ein eingefleischter Trump an, als wäre es Amateurstunde in einem politischen Improvisationsclub. Aber De Niro, eiskalt. Kein Blinzeln, kein Schlurfen. Er richtete sich auf, ohne einen Finger zu rühren, ließ einfach die Worte fliegen. Keine Cue-Karten, kein Regisseur, der Action schreit. Nur ein verbaler Aufwärtshaken, der so sauber ist, dass er mit einem Abspann versehen sein sollte. Und was hat er gesagt? Was Trumps PR-Team in Alarmbereitschaft versetzt hat? Sagen wir einfach, es war ein Vintage De Niro, scharfsinnig, wild und voller Wahrheit. Die Art von Moment ohne Drehbuch, der viral geht, weil er den Lärm durchdringt, wie es nur De Niro kann. Vertrauen Sie mir, Sie werden diesen Film zurückspulen wollen. Hey, take that stupid hat off. Take that stupid hat off. You're a bunch of clowns. When you see this guy get elected, you pedophile! Glauben Sie, dass De Niro recht hatte? Wenn Sie damit einverstanden sind, kommentieren Sie 1. Andernfalls kommentieren Sie 0. Bitte abonnieren Sie wie gewohnt unseren Kanal, um weitere Videos dieser Art zu sehen. Kommen wir nun zurück zum Hauptpunkt. Erinnern Sie sich, als dieser Trump-Anhänger auf De Niro losging, als wäre er zu spät zu einem Fox News Flashmob gekommen? Voller Brustschwung, hervortretende Adern, leuchtende Augen, als hätte er gerade eine Schlagzeile in Großbuchstaben gelesen. Die Art von Wut, die man nur bekommt, wenn es die eigene Lieblingsverschwörungstheorie nicht auf eine Truckermütze geschafft hat. Er schreit, sticht mit den Fingern, schwitzt jedes Quäntchen seiner internetbedingten Wut aus. Und da ist De Niro, kühl wie Stein. Man könnte meinen, er wartete auf einen Cappuccino und ließ sich nicht von einem Typen verarschen, der wahrscheinlich glaubt, Facebook-Kommentare seien Verfassungsrecht. De Niro zuckte nicht zusammen, habe nicht geblinzelt, stand einfach da wie das Auge eines sehr lauten, sehr roten Sturms. These guys are the true heroes. They stood and put their lives on the line for these lowlives, for Trump. They lied under oath. They lied under oath. Right. Who lied under oath? What are you telling me? Those two traitors behind you. Excuse me? Those two traitors behind you. They lied under oath? That's right. What are you saying? They're traitors. They're traitors. I don't even know how to deal with you, my friend. I don't even know how to deal with you. Bild friert ein. Stichwort dramatische Musik. Nicht irgendein Schauspieler, der da steht, sondern De Niro. Der Filmvater der Sit-Down-and-Shut-Up-Intensität. De Niro blinzelt, stottert nicht, verändert nicht einmal sein Gewicht, während der Trump-Loyalist wie ein kaputtes, aufblasbares Autohaus um sich schlägt. Es ist, als würde man einem Laubbläser dabei zusehen, wie er einer Mauer dabei hilft, einen Streit beizulegen. Jeder abgenutzte Bogen im Buch wird vom Mega-Hacker umgeworfen. Hollywood hier, aristokratisch dort. Du bist nur eine Marionette, weißt du? Das typische Sammelsurium an Sprüchen des Department of Selective Outrage. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a dog, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. De Niros Haltung dort wie ein Freund ähnelte eher der eines Mafia-Anführers und war erschreckend als ihr Twitter-Feed. Denn dies ist nicht seine erste Begegnung mit lauter, wütender Dummheit. Und seien wir ehrlich, die Basis von Trump hat sich von Zwischenrufen zu olympischen Wettkämpfen entwickelt. Das Wenige, was ihn aus der Fassung bringt, macht es so wunderbar lyrisch.
Der Typ hat über Jahrzehnte die Kunst der Vernichtung mit geringem Aufwand geübt und den Blick auf den Tod erlernt. Glauben Sie, dass es ihn stören wird? Wenn jemand mager Gesprächsthemen aus einem Facebook-Meme herausbrüllt, die er sich eingeprägt hat? Bitte. Regisseure mit Kaffeesüchtigen und Oscar-Gewinnern tobten im De Niro in 10 verschiedenen Sprachen. Das ist Spiel für einen Jugendlichen. I don't mean to scare you. No, wait, maybe I do mean to scare you. If Trump returns to the White House, you can kiss these freedoms goodbye that we all take for granted. Und hier ist der Teil, der die Schaltkreise im Trump-Universum wirklich durcheinander bringt. De Niro bleibt nicht einfach standhaft. Er nutzt die Gelegenheit und verdoppelt. Es gibt keinen Rückzug. Es gibt keinen PR-Rückzieher. Er entschuldigt sich nicht kryptisch und gibt den Medien nicht die Schuld. Er besitzt es. Die Trump-Person hatte vor, einen Schauspieler einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen, gab ihm aber stattdessen ein größeres Mikrofon und einen stärkeren Anreiz, lauter zu sprechen. Die eine Seite schreit vor Leidenschaft und ist nur mit Autoaufkleber, Argumentation und blinder Loyalität ausgestattet, während die andere Seite langsam alles mit Gelassenheit, Ironie und einer Enzyklopädie von Trumps eigenen Fehlern demontiert. Do you think our democracy is at risk in this election? I think that it is. I always keep saying democracy is great, of course, but democracy people take for granted. It's a word that some people don't even understand. They take it for granted. It's about right and wrong, period. The guy's a monster. He is beyond wrong. It's almost like he wants to do the most horrible things that he can think of in order to get. De Niros Kritik entspringt nicht einer vorgetäuschten Wut. Es ist darauf zurückzuführen, dass ich jahrelang beobachtet habe, wie ein Mann-Kind mit einer vergoldeten Toilette behauptete, das Volk zu repräsentieren. Es ist lächerlich zu sehen, wie ein Milliardär über Unterdrückung brüllt und dabei Applaus erwartet. Diese Begegnung auf der Straße war mehr als nur eine Konfrontation. Es war eine fantastische Darstellung der kulturellen Kluft. Lärm versus Nerv, Wutanfall versus Wahrheit, Leistung versus Prinzip. Und der Trump-Mann stürmt schließlich davon, immer noch schimpfend und zuversichtlich, dass er gewonnen hat. Tell you what, I am here with sad Robert De Niro, which is horrible. You've said some terrible things about me, Mr. De Niro, so why don't you like me, Bob? What's the problem? Well, there's nothing to like about you. Is that right? Absolutely right. That's it. Well, is there anything you do like, or you just really nothing? Nothing. Really? Not one thing do I like about you. Is that right? And I don't know if you're aware of it. Tell me, you're a sad actor, Bob. Well, the Oscars were rigged. You never won one. You never won. It was rigged by Dominion. By Dominion, thanks. De Niro blickt kaum über die Schulter. Klassiker. Das war kein spontaner Ausbruch eines betagten Schauspielers an einem heißen Morgen. Nein, Robert De Niro hat länger an Donald Trumps Fall gearbeitet als einige von Trumps eigenen Anwälten. De Niro ist nicht einfach auf den Anti-Trump-Zug aufgesprungen. Er baute einen Teil der Strecke, verkaufte Fahrkarten und stand dann am Bahnhof und winkte mit dem Mittelfinger, als die Trump-Kombüse vorbeifuhr. Er beschrieb Trump als gefährlich, unqualifiziert und unamerikanisch. Und das, bevor alles merkwürdig wurde. Im Jahr 2016, als halb Hollywood noch so tat, als gäbe es keine Politik. Es sei denn, es handle sich um einen Filmvertrag. War De Niro bereits als Ein-Mann-Widerstandskommando verkleidet. Er machte weder Andeutungen noch wich er aus. He's so stupid. Look at the lame, inane things that he said. He's so stupid, he can't even say anything clever or smooth. He's a moron, but he's a scary one. And in all seriousness, and we know it here, deeply insecure. He is a malignant narcissist. He's a socio-psychopath. He's created some new language as far as describing somebody in his mental. Preisverleihungen? Er verwandelte sie in Therapiesitzungen für eine Nation in Verleugnung. Rote Teppiche? Eher wie politische Minenfelder. Und De Niro trat fröhlich auf sie alle. Vorstellungsgespräche? Man könnte annehmen, dass sie lediglich geplant waren, um ihm einen Vorwand zu geben, Trump auf neuartige, innovative Weise zu verunglimpfen. Und der Typ nimmt kein Blatt vor den Mund. Er würfelt sie wie ein wütender Eisenkoch auf einer Mission gegen den Faschismus. Er nutzte jeden öffentlichen Auftritt als Vorschlaghammer, um den sorgfältig hergestellten Müll,
den Trump und seine Anhänger zu verbreiten versuchten, auseinanderzureißen. Während einige Promis damit beschäftigt waren, den Blödsinn beider Seiten zu verbreiten und hofften, dass ihr Q-Score nicht sinkt, war De Niro hier draußen und erklärte den Kerl zu einer Bedrohung für die Demokratie, während die Hälfte der Öffentlichkeit glaubte. Es handele sich lediglich um eine nervöse Staffel von The Apprentice. Er war nicht an Bewertungen, Kontroversen oder höflichem Beifall interessiert. Er war da, um die Wahrheit wie einen Muldenkipper voller Fakten auf eine Bühne aus falschem Patriotismus und Bräune zu laden. He mumbles, he stumbles and blubbers on, exhibiting clear signs of dementia. He promoted the Project 2025 agenda. That's all in 1 week. All in 1 week. Er hat Trump nicht nur kritisiert, De Niro hat ihn verbrannt. Mit jedem Wort entfernte er die Illusion des Branding, das Red Hat Theater und legte die Fäulnis darunter offen. Und er hörte nicht nach einem einzigen Zitat oder einem viralen Clip auf. Er tauchte immer wieder auf, immer und immer wieder. Nicht aus Einfluss, nicht aus Applaus, sondern weil es für De Niro nie um Ruhm ging. Es ging ums Prinzip. Als also ein zufälliger Trump-Anhänger versuchte, De Niro ins Gesicht zu sehen, indem er abgedroschene Slogans und unausgegorene Verschwörungen bellte, war das, was er tatsächlich erlebte. Fast 10 Jahre sorgfältig gesammelter, leidenschaftlich artikulierter, langsam brennender Wut. De Niro zuckte nicht zusammen. Er wich nicht zurück. Er stand einfach da, als hätte der Geist Manhattans selbst dunkle Sonnenbrillen angelegt und beschloss, nicht heute. Kumpel. Und wo spielte sich dieses letzte Kapitel des Epos De Niro vs. Delusion ab? Nicht in einem gemütlichen Studio oder einem schallisolierten Presseraum. Nein, auf dem Bürgersteig. Eine rohe Betonplatte aus New York City, dieselben Straßen, in denen De Niro aufgewachsen ist. Heimspielplatz. Die Bühne, auf der er düsterere, unerschütterlichere Charaktere gespielt hat, als sich die meisten Schauspieler erträumen könnten. Und jetzt? Es war das wahre Leben und das Drehbuch hatte sich von selbst geschrieben. Es ist Mittag. Die Stadt summt wie immer. Die Leute schnappen sich Kaffee, rufen Taxis, weichen Tauben aus. Und dann, bumm, ein einsamer Magersoldat, rot im Gesicht und von Überzeugungen betrunken, beschließt, dass dies sein Moment ist, zu glänzen. Er verwandelt den Bürgersteig in eine Seifenkiste und beginnt eine Tirade in voller Lautstärke. Er nennt De Niro einen Verräter, beschuldigt ihn, America zu hassen. Vermutlich fügt er noch etwas über Soros, Hillarys E-Mails und Hunter Bidens Laptop hinzu. Es ist weniger Protest, mehr Fiebertraum-Karaoke, aber der Typ ist engagiert. Und De Niro? Er braucht kein Megafon. Er ist das Megafon. Sein Schweigen sagt mehr aus, als das Geschrei des Mannes jemals könnte. This might have been the first time he wrote about you. Robert De Niro, a very low IQ individual, has received he spelled two wrong, many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night, truly believe he may be punch drunk, and then he says, at the end, he says, "Wake up, Punchy," he says to you. And that's not the only time, and he moved over to Truth Social. Robert De Niro, whose acting talents have greatly diminished with his reputation now shot, must even use a teleprompter for his foul and disgusting language. So disrespectful to our country. Now, in all fairness to the former president, is that true? Do you have to use a teleprompter when speaking about President Trump? Or are you able to just kind of riff on your thoughts on him? Yeah, he's so stupid. Und da ist De Niro. Er steht im Chaos wie ein Denkmal für Nein. Kein Zucken, kein Rückzug. Nur diese klassische, steinerne Entschlossenheit, die aus einem Leben voller Rollen entstanden ist, in denen es um Leben und Tod ging. Hier taucht nicht nur ein Schauspieler auf. Das sind Travis Bickle mit Weisheit, Jimmy Conway mit moralischer Klarheit, Vito Corleone ohne das Olivenölgeschäft. Der Mann hat filmische Gangster, korrupte Politiker und Joe Pesci angestarrt, der auf einer Toilette in Las Vegas einen Stift schwingt. Ein paar Zwischenrufer mit roten Hüten. Bitte, das ist ein Kinderspiel. Was es unvergesslich machte, war nicht die Konfrontation. Es war die Art und Weise, wie De Niro sie nutzte. Er blinzelte nicht. Er eskalierte nicht. Er nahm es auf wie einen Preisboxer der alten Schule, den das Schicksal härter getroffen hat als jeder Seitenhieb aus der Menge.
Er verwandelte den Ausbruch in Treibstoff und zog damit in Echtzeit den Vorhang über das gesamte Trump-Spektakel zurück. Es war nicht nur eine Störung. Es war eine Fallstudie über den lauten, wütenden Auftritt, der zum Markenzeichen von MAGA geworden ist. Schreie jemanden nieder, ablenken, dominieren, hoffe, dass du dich für nichts verantworten musst, wenn du lange genug schreist. Aber De Niro erhielt nicht nur die Linie, er besaß den Moment. Mit der Ruhe, die man nur bekommt, wenn man weiß, dass man auf festem Boden steht. Wie ein Mann, der das Drehbuch gesehen, das Ende gelesen und beschlossen hat, etwas Besseres zu improvisieren. Und gerade als das Geschrei verstummt, gerade als die Kameras wegschwenken, drückt De Niro auf Rücklauf und verdoppelt die Einstellung. Wie ein Mann, der Quittungen aufbewahrt, seit der erste Make America Great Again Hot in den Regalen erschien. Das war keine Hollywood-Rede. Dies war ein staatsbürgerlicher Schlagabtausch mit der Klarheit von jemandem, der sich weigert, zuzulassen, dass der Lärm die Wahrheit übertönt. Denn während andere noch überlegen, ob sie sich zu Wort melden sollen, ist De Niro bereits 10 Schritte voraus, bereit gewesen, zugeschaut und jetzt? Er hat nichts mehr zu verlieren und alles zu sagen. I have a protest of Robert De Niro yesterday. He's a fool. He's a broken down fool. Standing out there, he got maggot. He got maggot yesterday. He got a big dose of it. But I just want to say it's a very unfair trial. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. De Niro sprach nicht nur, er explodierte. Er schnappte sich das Mikrofon, oder vielmehr das Rampenlicht der Medien, und sorgte für Stimmung wie bei einer Blockparty in der Bronx am 4. Juli. Keine Metaphern, kein vorsichtiges Vorgehen. Er kam heiß herein und lieferte einen verbalen Schlagabtausch ab, der so präzise und unerbittlich war, dass der Zusammenbruch auf dem Bürgersteig von MAGA wie ein Zischen im Vorschulalter wegen verschüttetem Apfelsaft aussah. Er war nicht da, um ein Blatt vor den Mund zu nehmen oder Diplomat zu spielen. De Niro war chirurgisch und durchschnitt die Schichten des politischen Theaters mit einer Klarheit, die man von Pressesprechern oder Parteistrategen nicht bekommt. Mit brutaler Effizienz demontierte er Trumps Mann des Volkes Act und entlarvte das Milliardärs-Cosplay als das, was es ist: eine vergoldete Lüge, verpackt für Desillusionierte und verkauft wie ein Wundermittel in einem Wanderzirkus. De Niro hat es klar und deutlich ausgesprochen. Der selbsternannte Champion der Arbeiterklasse? Bitte. Das ist ein Typ, der sein Leben damit verbracht hat, Steuererleichterungen wie Halloween-Süßigkeiten zu horten, seinen Caddies mehr Trinkgeld zu geben, als er in einigen Jahren an Bundessteuern gezahlt hat, und der sich mit den Superreichen anfreundet, während er genau den Menschen, für die er zu kämpfen behauptet, Krümel zuwirft. Und De Niro blieb nicht beim Charakter stehen. Er beschäftigte sich mit den Verbrechen, den Anklagen, die sich wie überfällige Bibliotheksbücher stapelten, den geheimen Dokumenten, die an Orten versteckt waren, die besser für Golfclubs geeignet waren als Staatsgeheimnisse, den Schweigegeldspuren, den Betrugsfällen, der Behinderung. Das Vorstrafenregister des Mannes liest sich wie ein abgelehnter Netflix-Werbefilm über wahre Kriminalität. De Niro's Point? Wenn das Justizministerium Treuepunkte verteilen würde, würde Trump bereits vor Gericht an seinem Gratis-Espresso nippen. Aber der wahre Kicker: De Niro sagte es nicht voller Wut. Er sagte es mit Konzentration, mit dieser ruhigen, brennenden Intensität, die sie daran erinnert, dass dies nicht nur eine Schimpftirade ist, es ist eine Abrechnung. Eines, das schon lange auf sich warten lässt. He's such a mean, nasty, hateful person. I never play him as an actor because I can't see any good in him. Nothing at all. Nothing redeemable in him. It can't be. It cannot be. If he wins the election, you won't be on the show anymore. He'll come looking for me. There'll be things that happen that none of us can imagine.
De Niro machte nicht nur Luft, er diagnostizierte. Während die meisten Machthaber auf Zehenspitzen um die Wahrheit herumgingen und ihre Worte vorsichtig redigierten, als ob ihnen ein PR-Praktikant über die Schulter schaute, brachte De Niro die Zusammenhänge laut hervor. Mutig, unverblümt. Er beschönigte es nicht, begrub es nicht unter Euphemismen und versteckte sich nicht hinter höflicher politischer Doppelzüngigkeit. Er sagte, was viel zu viele wissen, aber zu ängstlich oder zu engagiert sind, um es zuzugeben. Dies ist nicht nur ein Mann mit rechtlichen Problemen. Dies ist eine ausgewachsene Korruptionsmaschine, die in eine Flagge gehüllt und als Nostalgie verkauft wird. Und De Niro bezeichnete es als das, was es ist, einen langen Betrug. Einen Road. Weiß und blau gekleideter Grift. What? Neu verpackt als Gerechtigkeit. Eine Bewegung, die ihre Dysfunktion als Authentizität vermarktet. Wo andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens schüchtern sind oder schweigen. Wies De Niro auf das Chaos hin und sagte schlicht, das ist nicht normal. Das riechst du doch auch, oder? Wie vorherzusehen war, entließ ihn Trumps Lager. Er bezeichnete ihn als eine weitere Hollywood-Elite, die einen Nervenzusammenbruch erlebt. Aber das ist der einfache Ausweg. Die älteste Ablenkung im Buch. Stellen Sie sich vor, der Bote würde nur handeln, als ob seine jahrzehntelange Erfahrung und sein bürgerschaftliches Bewusstsein nur ein weiteres Drehbuch wären. Die Wahrheit ist, wenn ein Juraprofessor oder Journalist dieselbe Liste von Lügen, Anklagen und kultähnlichen Manipulationen vorgelesen hätte, hätte es wie ein düsteres juristisches Dokument geklungen. De Niro hat es einfach in etwas Schärferes verwandelt, etwas Unvergessliches. Er warf nicht nur Schatten, er brachte Feuer, er kam mit Fakten, er nannte Namen. Und das Wichtigste, er brachte die Quittungen mit, nicht als Schauspieler, der eine Rolle spielt, sondern als Bürger, der hellwach ist, der Gasbeleuchtung überdrüssig ist und nicht mehr bereit ist, schweigend zuzusehen, wie eine Nation in Echtzeit betrogen wird. Denn manchmal braucht es jemanden, der nichts zu verlieren hat, um die Wahrheit zu sagen, vor der alle anderen zu viel Angst haben. Trump kandidierte 2016. Es war wie ein Witz. Dieser Trottel kandidiert für das Präsidentenamt. Nein, das könnte niemals passieren. Wir haben die Lehren der Geschichte vergessen, die uns andere Clowns gezeigt haben, die nicht ernst genommen wurden, bis sie zu bösartigen Diktatoren wurden. Und jetzt verspricht er, unser eigenes Militär einzusetzen, um US-Bürger anzugreifen. Das ist der Tyrann, von dem er uns sagt, dass er es sein wird. Jetzt ist es an der Zeit, ihn aufzuhalten, indem man ihn ein für allemal abwählt. Seien wir ehrlich, Robert De Niro hat mehr Rückgrat als die Hälfte der politischen Klasse zusammen. Und das Verrückte daran ist, dass es ihn überhaupt nicht kümmern muss. Er kandidiert nicht für ein Amt. Er muss weder eine Kampagne schützen, noch eine Kriegskasse auffüllen. Er kniet nicht um Parkgelder und macht auch keine Soft-Focus-Werbung über Familienwerte. Sein einziger Werbevertrag ist mit der Wahrheit und vielleicht mit Scorsese. De Niro könnte sich problemlos in die Annehmlichkeiten einer legendären Karriere zurückziehen. Er könnte seine Tage in einem Penthouse in Manhattan verbringen, Espresso aus einer Vintage-Maschine schlürfen, umgeben von Auszeichnungen, für deren Berührung die meisten Schauspieler ihre Seele verkaufen würden. Er hat sich das Recht verdient, ruhig zu sein. Er konnte die Welt aus der Ferne auf sich wirken lassen und dabei zusehen, wie die Schlagzeilen an ihm vorbeizogen wie der Abspann eines Films. Aber stattdessen spricht er. Und wenn er es tut, schneidet es durch den Lärm, nicht weil er versucht, dramatisch zu sein, sondern weil er einer der wenigen ist, die nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen haben. Diese Art von Klarheit ist selten. Was er tut, ist nicht performativ. Es ist prinzipientreu. De Niros Stimme füllt eine gefährliche Stille. Eine Stille, die von Politikern hinterlassen wurde, die zu viel Angst hatten, ihre Umfragewerte oder Spendenaktionen zu riskieren. Sie messen ihre Worte bis auf die Silbe, haben Angst, zu beleidigen, haben Angst, standhaft zu bleiben. Und so tritt De Niro in dieses Vakuum an Mut ein. Er ist laut, er ist direkt und er ist im Zeitalter der plastischen Rhetorik ein absolut menschlich. Er versucht nicht, Präsident zu werden. Er ist einfach nicht mehr bereit, so zu tun. Und er ist nicht allein. In dieser verkehrten Ära werden Schauspieler, Künstler und Musiker zu zufälligen Fackelträgern der Wahrheit. Nicht, weil sie sich nach dem Rampenlicht sehnen, das gehört ihnen bereits, sondern weil die Leute, die an die Spitze gewählt wurden, kaum mehr als Statisten im Hintergrund sind und Zeilen murmeln, die sie nicht einmal geschrieben haben. Wenn De Niro also brüllt, ist das nicht nur Lärm und Wut,
Es ist eine Erinnerung daran, dass manchmal die letzten Menschen, von denen wir erwarten, dass sie anführen, die einzigen sind, die noch mutig genug sind, zu sprechen. Ich habe dieser Stadt viel zu verdanken, und deshalb ist es so seltsam, dass Donald Trump direkt auf der anderen Straßenseite ist. Weil er nicht in meine Stadt gehört. Ich weiß nicht, wo er hingehört, aber er gehört ganz bestimmt nicht hierher. Wir New Yorker tolerierten ihn früher, als er nur ein weiterer schmuddeliger Immobilienmakler war, der sich als Big Shot ausgab. Ein zweideutiger Playboy, der sich in die Boulevardzeitungen drängte und vorgab, ein Sprecher zu sein. Ein Sprecher seiner selbst. Er selbst bezeichnete es als seine eigene Absicht, die Presse dazu zu bringen, sein Nettovermögen aufzublähen. Ein Clown. Dieser Wandel ist aus kultureller Sicht bedeutsam. Die Standhaftigkeit von De Niro ist nicht nur Trump zu verdanken. Wichtig ist, dass wir Absurdität nicht als Norm akzeptieren. Wer die Wahrheit sagen will, braucht kein Podium. Alice, was Sie dafür brauchen, ist ein Magen. Daher ist es möglicherweise eigenartig, dass wir für das Verständnis von Moral auf Akteure zurückgreifen. Es gab keinen Wunsch von De Niro, die Stimme der Vernunft zu sein. Kurz gesagt, er hatte es satt, darauf zu warten, dass jemand anderes mit der Züchtung begann. Er bringt die Widersprüche, die Unwahrheiten und den performativen Patriotismus ans Licht, der sich in dem Moment auflöst, indem man nach einer Wahrheit fragt. Geliebt zu werden interessiert ihn nicht. Seien wir ehrlich, hier ging es nie nur um einen Schauspieler mit einem berüchtigten, finsteren Blick und einer begrenzten Toleranz gegenüber Dummheiten. Stattdessen ging es um eine ganze Menge Menschen. Eine spätere Entschuldigung erfolgte nicht. Es ist möglich, dass nicht alle von uns Robert De Niro sind. Allerdings haben wir alle eine Stimme. Und unter Umständen wie diesen bedeutet Schweigen nicht, dass sie neutral sind. Dadurch werden sie zu einer Nebenfigur. Darüber hinaus benötigen wir gleichzeitig Hauptcharaktere. Was halten Sie von De Niros explosiver Rede? Hatte er recht, Trump anzuprangern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Schlagen Sie zu, als hätten Sie nicht damit gerechnet, dass er so hart vorgehen würde. Abonnieren Sie für weitere atemberaubende Momente, während sich das Drama entfaltet.